Ihr Lieben, hätte man uns vor nicht allzu vielen Jahren einfach genommen und in diese Zeit gestellt, hätte es uns wahrscheinlich von den Socken oder gleich umgehauen, aufgrund der extremen energetischen Veränderungen, die auf uns wirken und ganz sicher auch aufgrund des inzwischen mehr als verrückten Geschehens in dieser Welt. Wir haben so viel schon gemeistert, überstanden bis jetzt, doch es geht weiter mit den großen Herausforderungen, mit dem Dauerbeschuss an sehr hoher kosmischer Strahlung, die zu uns kommt, mit den massiven Veränderungen in der Atmosphäre und unserer Magnetosphäre, dem laufenden Polsprung, den immer häufiger auftretenden starken Störungen im Resonanzfeld, der Unruhe in Mutter Erde und auch den Manipulationen in der Atmosphäre, ja, mit dem High-Energy-Modus, der uns nicht mehr wirklich zur Ruhe kommen lässt. Die Manipulationen der alten Welt laufen zunehmend in allen Bereichen zu Höchstformen auf, um uns mehr und mehr unserer menschlichen Natur zu entfremden und uns in der künstlichen Matrix gefangen zu halten. Doch immer mehr Menschen wird genau das jetzt mehr und mehr bewusst, dass es so nicht weitergeht, körperlich, seelisch und in dieser Welt. Und damit können auch die Emotionen immer heftiger auf die ein oder andere Weise überschießen, je mehr wir zu fühlen beginnen. Und die Energien werden im September nochmals richtig zulegen. Schlag auf Schlag geht es nun mit den Veränderungen, Offenbarungen, wahren Gesichtern weiter, was noch sehr vielen die Augen öffnen wird. Verdrängen funktioniert nicht mehr. Entscheidungen werden plötzlich gefällt, mit denen wir uns selbst überraschen oder überrascht werden. Wahrheit gesprochen, ja, manchmal scheinbar radikal, aber unendlich befreiend letztendlich. Oh nein, wir können uns nicht länger selbst belügen, was auch viele Wunden diesbezüglich aufbrechen lassen kann. Doch wichtige Erkenntnisse und Wachstum resultieren daraus und vor allem die Wahrhaftigkeit, endlich deinem Herzen zu folgen, in Beziehungen der Berufung und unseren wahren Lebensweg betreffend. Und auch wenn es dich jetzt ganz schön umeinander wirbelt, irgendwann wirst du wissen, dass es genau so sein sollte. Und alles, was nicht diesem entspricht, zeigt sich jetzt physisch wie psychisch immer deutlicher. Befreiung, Loslassen und Selbstverantwortung, Selbstermächtigung sind unausweichlich. Denn ja, wirklich alles zeigt sich jetzt in echt. Und ja, ihr Lieben, in diesem September stehen uns gleich zwei Finsternisse bevor. Gewaltige kosmische Energien, die immer auch eine schicksalhafte Bedeutung haben. Der Korridor der Finsternisse zwischen dem Vollmond am 7. September mit totaler Mondfinsternis und dem Neumond am 21. September mit der partiellen Sonnenfinsternis ist deshalb energetisch mega bedeutsam. Reinigung, Bereinigung, Transformation, Bewusstwerdung geschehen jetzt in rasender Geschwindigkeit. Jedoch zeigen sich genauso auch die sehr tief schwingenden Energien, die das Ganze blockieren wollen, jetzt sehr eindeutig.
Wundert euch nicht über zunehmende Spannungen, sowohl gesellschaftlich im Weltengeschehen als auch im persönlichen Umfeld. Und wundert euch ebenfalls nicht über eine nochmals stark erhöhte Sensibilität in dieser Zeit, was uns damit jedoch auch unseren Weg immer klarer aufzeigt oder regelrecht aufbricht, hervorbricht. Auch der, den wir bislang gewählt haben. Und am 22. September folgt gleich auf den Neumond die Herbst-Tag- und Nachtgleiche Äquinox, zu dem auch das Magnetfeld der Erde vermehrt sehr sensibel ist, reagiert. Ein riesiger Wendepunkt und kosmischer Neubeginn, der uns bereits hin zum neuen Jahr führt, zu dem, was kommt, was wir sehen und gesät haben, zu unserem neuen Weg. Denn ja, hier wird uns noch einiges von dem, was heute noch vermeintlich sicher scheint, um die Ohren fliegen oder knallen. Und deshalb heißt es auch, uns endlich zu befreien aus den alten Abhängigkeiten und Glaubensmustern, die diese zerstörerischen Systeme weiter nähren und aufrechterhalten. 2026 wird das Jahr der absoluten inneren Wahrheit und Wahrhaftigkeit, um die wir nicht mehr herumkommen, so sehr viele auch noch verdrängen wollen, um den möglichen Schmerz des Erkennens, des Erwachens zu vermeiden. Es wird mit Wucht hervorbrechen, was sich unter Masken und schönem Schein nicht mehr verbergen oder aufrechterhalten lässt, wie auch das Wegsehen und Ertragen aus Bequemlichkeit. Und ja, für so viele hat die Zeit der Suche nach sich selbst bereits begonnen, nach der wahren Berufung, der wahren Liebe, dem wahren Sinn des Lebens, weil sich das alte Sein und Funktionieren immer mehr erschöpft. Denn mit dieser inzwischen allgegenwärtigen Erschöpfung schwindet auch unsere Seelenkraft, die wir nur tief in uns finden, wo unsere wahre Essenz ist, fern des Materiellen und jeglicher Äußerlichkeiten. Für so viele stehen große Lebensveränderungen an, die einfach nicht mehr weitermachen können wie bisher. Oh ja, die Energien zeigen es uns jetzt immer eindeutiger, was uns nicht oder schon viel zu lange nicht mehr gut tut. Und ich spüre auch, dass die Finsternisse in diesem September dem Ganzen nochmals einen riesigen Schub geben werden, unser Leben, unser Schicksal wieder in die eigenen Hände zu nehmen, Klarheit über unseren Weg zu gewinnen und in unsere unendliche Schöpferkraft zu vertrauen, die uns hilft, jegliche Herausforderungen dieses Wandels zu meistern. Ja, ihr Lieben, dieser September ist mega intensiv. Es ist eine Schwelle zwischen dem Alten und dem Neuen, zwischen Chaos und Befreiung. Und wir erhalten jetzt so viel kosmische Unterstützung. Denn 2026 wird definitiv die Zeit der völlig neuen, freien, liebenden Wege, auf denen wir unser wahres Selbst wiederfinden und leben können. Und natürlich biete ich zum bevorstehenden starken Vollmond mit der totalen Mondfinsternis wieder eine Energiereise für Mensch und Tier an. Allerdings nicht am Vollmondtag selbst. Dieses Mal bewusst
einen Tag oder am Abend zuvor. Denn die Energien dieses magischen Blutmondes sind mega stark, sodass wir uns mit der Reise intensiv auf dieses besondere kosmische Ereignis vorbereiten können und sollten. Und für alle, die nicht dabei sein können, die energetische Vorbereitung mit meiner 8 Minuten Energiereinigung kann eine große Hilfe sein, als auch meine sehr tiefgehende Seelenreise Heilmeditation im Vorfeld. Und zum Schluss nochmals zu den Energien, die jetzt insgesamt auf uns wirken. Und um das Ganze nochmals zu verdeutlichen. Es sind keine dem Organismus sehr zuträglichen Faktoren. Im Gegenteil. Und das merken wir auch an einer massiv eingeschränkten Regenerationsfähigkeit sowie erhöhten Anfälligkeit für Erkrankungen. Die elektromagnetischen Schwankungen und extremen atmosphärischen Einflüsse werden nicht mehr besser mit dem laufenden Polsprung und den starken Magnetfeldveränderungen, inklusive der Manipulationen, die das Chaos noch mehr anheizen. All das beeinflusst die gesamte Biosphäre hier auf der Erde. Stoffwechsel, Zellen, Nerven, DNA, einfach alles. Und wie ich es immer wieder sage, muss oder sollte jetzt jeder seinen eigenen Weg finden, um physisch und psychisch in den zunehmenden Turbulenzen im Gleichgewicht zu bleiben. Und das können wir nur, indem wir die Energetik mit einbeziehen, denn wir sind elektromagnetische Wesen und die starken energetischen Veränderungen wirken deutlich spürbar auf uns. Sehr vielen geht es nicht gut, Menschen und Tieren. Und hier kann gezielte Energiearbeit helfen. Ja, es ist die Hausapotheke der Zukunft, ihr Lieben. Und ich rate nur jedem anzufangen, sich damit zu beschäftigen. Und zwar nicht nur in Wochenendkursen, wo man in weißen Kleidern ums Feuer tanzt und danach nach Hause geht und weitermacht wie zuvor, sondern indem man die Energetik und auch die Spiritualität bewusst in seinen ganz normalen Alltag einbindet, integriert. Und ja, gelebte Spiritualität ist kein Ausblenden der Realität oder von schlauen Sprüchen, die wir uns vorsagen, sondern eine geistige, völlige Neuausrichtung hin zum göttlichen Vertrauen, zu Intuition und Verbindung mit der inneren Seelenweisheit, die allein uns durch die bevorstehenden großen Herausforderungen führen kann. Oh ja, wir müssen uns auf weitere Veränderungen vorbereiten jetzt. Und auch das sage ich immer wieder. Lernen die Kraft der Natur und der Pflanzen für die Heilung zu nutzen. Und hierfür biete ich jetzt zusätzlich auch Beratungen an, um in Verbindung mit der Signatur und Geburtsherrscher die individuell abgestimmten Heilmittel für Menschen und Tiere zu finden. Zur Begleitung durch unsere wunderbaren Tiere als Wächter und Heiler der neuen Zeit habe ich ein eigenes Video aufgenommen, das einige von euch bereits gesehen haben und das nochmals ganz stark bewusst macht, welch weise Gefährten und Leuchttürme der Liebe uns auf unserem Weg durch diesen großen Wandel begleiten.
fangen wir endlich an, sie wieder zu hören. Und damit wünsche ich euch, uns allen, einen magischen September und sende alles Liebe zu euch, eure Sylvia.